Du bist interessiert an einer Ausbildung bei FWE? FWE gehört zu den deutschen Marktführern im Bereich Fertigungs- und Automatisierungstechnik und kann zu seinen Kunden unter anderem alle bedeutenden deutschen Automobilhersteller zählen. Wir gehören zu einer großen Gruppe Azubis, die hier ihre Ausbildung absolvieren. Wie unsere Ausbildungsalltage dabei aussehen, wollen wir dir zeigen. Ich bin Selina und habe mich nach meiner mittleren Reife für eine 3,5-jährige Ausbildung zur Elektronikerin für Automatisierungstechnik entschieden. Und ich heiße Tobias und werde nach meinem M-Zug an der Mittelschule ebenfalls zum Elektroniker für Automatisierungstechnik ausgebildet. Bei FWE kannst du dich mit bestandenem Quali nach der 9. Klasse auch alternativ in einer 2-jährigen Ausbildung zur Industrieelektrikerin bzw. zum Industrieelektriker ausbilden lassen. Zu Beginn beider Ausbildungen erhältst du erst einmal eine Grundausbildung in unserer Lehrwerkstatt, wo du zum Beispiel lernst, was es für unterschiedliche Bauteile gibt, wie man verdrahtet, Schaltpläne liest und vieles mehr. Praxis wird bei FWE sehr groß geschrieben, deshalb unterstützt du bereits im ersten Lehrjahr unsere Fertigung. Zu den typischen Aufgaben dort zählt zum Beispiel der Schaltschrankbau. Hier trägst du unter anderem dazu bei, dass solche einzelnen Bauteile zu einem voll funktionstüchtigen Schaltschrank verbaut werden. Als Elektroniker oder Elektronikerin bist du aber nicht nur für die Installation der Schaltschränke zuständig, sondern auch für die Verdrahtung der elektronischen Komponenten einer Anlage, die in diesen Schaltschränken untergebracht sind. Wenn du deine Ausbildung zum Industrieelektriker oder zur Industrieelektrikerin machst, werden nach der Grundausbildung des ersten Jahres das Schaltschrankfertigungszentrum sowie auch auswärtige Installations- und Inbetriebnahmeaufgaben bei unseren Kunden im zweiten Ausbildungsjahr dein Haupteinsatzort sein. In der Fachrichtung Automatisierungstechnik wirst du gemeinsam mit den anderen Elektroniker-Azubis im zweiten Lehrjahr ein internes Azubi-Projekt von Anfang bis Ende realisieren. Geplant ist eine kleine Roboterzelle, anhand derer du alle Schritte und Fähigkeiten lernen wirst, die für spätere, größere Kundenprojekte notwendig sind. Hierfür wirst du zunächst mit weiteren Grundkursen gezielt darauf vorbereitet. So erhältst du unter anderem einen Kurs zum Planen und Zeichnen mit der Software E-Plan und erstellst damit den Schaltplan für die Roboterzelle. Baust Schaltschränke und Klemmkästen auf, kümmerst dich mit den anderen Auszubildenden um die E-Installation der Anlage und führst auch verschiedene Überprüfungen und Messungen durch. Außerdem lernst du, wie man Steuerungen programmiert, die sogenannte SPS, was für speicherprogrammierbare Steuerung steht. Es folgen noch einige weitere Schritte, bis es zur Inbetriebnahme der Anlage kommt, darunter zum Beispiel eine Einweisung in die Roboterprogrammierung oder das Erstellen einer Anlage oder Roboterzelle in einer virtuellen Umgebung mit unserer Software FWE Sim. Dadurch wird eine virtuelle Inbetriebnahme möglich, um bereits im Vorfeld Fehler in den Anlagen zu erkennen und zu vermeiden. Am Ende dieses Lehrjahres nimmst du zusammen mit den anderen Azubis die kleine Roboterzelle in Betrieb und hast somit dein erstes Projekt ausgeführt. Durch dein Mitwirken an der Anlage hast du einen ersten Einblick in die verschiedenen Bereiche erhalten, die für eine funktionierende Automatisierung notwendig sind. Deshalb kannst du dich im dritten Lehrjahr spezialisieren, indem, je nach deinen entdeckten Interessen sowie unter Berücksichtigung der Einschätzung deines Ausbilders, entschieden wird, in welche der Abteilungen du bis zum Ausbildungsende gehen wirst. Zur Wahl stehen dabei zum Beispiel die Arbeit im Schaltschrankfertigungszentrum, Einsatz auf nationalen und internationalen Kundenstandorten, wo du mit etwas Unterstützung später sogar zur Baustellenleitung aufsteigen kannst, oder auch die Roboterprogrammierung, die SPS-Programmierung oder die CAD-Elektrokonstruktion. In dieser Abteilung bleibst du dann bis zum Ende deines 4. und letzten Lehrjahres und arbeitest dort mit Unterstützung durch erfahrene Kollegen mit. Durch dein erlerntes Hintergrundwissen bist du dann bestens dafür gerüstet, auch mal mit zu Kunden und auf Baustellen zu fahren, teilweise sogar international. Am Ende dieser Ausbildung wirst du dann in der Lage sein, komplexe Industrieanlagen zu planen, einzurichten, in Betrieb zu nehmen und auch zu überwachen. Wenn du dich dafür interessierst, außerdem gut in Mathe und Physik bist, dann entscheide dich für deine Ausbildung in der Elektrowelt. Bewirb dich jetzt!